Liebe Angehörige der FAU, liebe Studierende, meine sehr verehrten Damen und Herren, nichts ist, wie es vorher war im Corona-Semester. Besonders für unsere Studierenden hat sich die Situation im digitalen Semester geändert und ich habe heute die Gelegenheit, mit Paulus Guter zu sprechen. Er ist Studierendenvertreter, studiert bei uns an der FAU das Fach Elektrotechnik im Masterstudiengang und hat sich für ein Gespräch bereit erklärt. Lieber Herr Guter, ich grüße Sie. Wie geht es Ihnen? Hallo Herr Hornegger, mir geht's super und ich will mich auch an der Stelle nochmal bedanken für die Einladung zum Gespräch und dass wir auch die Sichtweise von den Studierenden darlegen können. Das freut mich und ich will an der Stelle auch unterstreichen, dass es für uns sehr wichtig ist zu verstehen, welche Herausforderungen die Studierenden derzeit bewältigen müssen und was wir seitens der Universitätsleitung tun können, um sie in ihrem Studium zu unterstützen. Das digitale Semester ist ja für uns alle Neuland, sowohl für die Lehrenden als auch für die Studierenden. Und für mich stellt sich schon die Frage, wie sieht denn bei Ihnen so der typische Studienalltag aus? Also erstmal will ich sagen, ich glaube, ich bin jetzt nicht repräsentativ für alle Studierenden der FAU, eben als Studierendenvertreter, was ungefähr 20 bis 30 Stunden die Woche in Anspruch nimmt, auch aktuell in der Situation. Bei mir ist jeder Tag tatsächlich anders und ich bin bei der Digital Tech Akademie dabei, mit ein Startup zu gründen. Ich habe mein Studium, eben die Studierendenvertretung noch dazu, muss man jeden Tag neu clustern, neu die Prioritäten legen. Das fällt mir manchmal schwer, weil alles an einem Ort ist, weil man quasi an einem Ort sitzt und nicht eben von einem Ort zum anderen fährt. Aber ansonsten habe ich auch das Glück, in einer WG zu leben und meine Zeit vielleicht auch frei einzuteilen. Ja, wir haben ja vor einiger Zeit den Kollegen Berking interviewt, der uns erläutert hat, wie wichtig es ist, dass man eine Struktur im Tagesablauf hat, eine fest definierte Struktur. Wie definiert sich denn für Sie der Tagesablauf auch im Kontext der verschiedenen Vorlesungen? Also ich schaue wirklich von Woche zu Woche. Es gibt gewisse Fixpunkte, die wir haben oder die ich habe, eben gewisse Vorlesungen, die live stattfinden. Also es sind schon Fixpunkte auch. Oder regelmäßige Sitzungen, eben das regelmäßige Gespräch mit Frau Kopp am Donnerstag. Und dann gibt es eben so Fixpunkte, die ich habe und um die versuche ich die anderen Aufgaben herumzulegen. Das sind tatsächlich auch asynchrone Vorlesungen eben schwieriger für die Strukturanpassung im Vergleich zu synchronen Vorlesungen, würde ich sagen. Ja, Sie sprechen schon das Thema an, synchrone Lehre, asynchrone Lehre. Viele unserer Lehrenden, unserer Professorinnen und Professoren gehen die digitale Lehre natürlich mit sehr großem Engagement an und für viele ist es auch komplettes Neuland, muss man sagen. Wie bewerten Sie denn insgesamt die Angebote an unserer FAU derzeit? Also ich bin echt begeistert, wie schnell die FAU auch diesen Sprung in die Digitalisierung geschafft hat und wie viele Angebote doch tatsächlich auch stattfinden können. Auch von Angeboten, wo man es vielleicht nicht gedacht hätte. Und wie flexibel doch die meisten Lehrenden auch sind. Also das will ich in dem Punkt auch nochmal klar unterstreichen. Ansonsten kommt viel positives Feedback bei uns auch an, dass Leute eben Fächer mit zeitlicher Überschneidung normal hören könnten, was sie in Präsenzlehre nicht tun könnten. Nürnberg wächst auch näher an Erlangen heran, also die Pendelei fällt ein bisschen weg, was positiv ankommt. Genau, auf der anderen Seite vielleicht auch gewisse Risiken noch, weil man mehrfachen Aufwand hat, Gruppenarbeit schwieriger sind, persönliches Feedback auch von den Lernenden teilweise fehlt oder eben auch vom Sitznachbar in der Vorlesung. Und wenn Sie sich mal in meine Situation versetzen, wo würden Sie als Präsident angreifen und sagen, da muss noch was verbessert werden? Also ich würde sagen, dass allgemein man vielleicht noch mehr schauen sollte, eben studentische Kommunikation untereinander zu ermöglichen, eben durch Räume von Studiengängen, wo man sich austauschen kann, was eben so vielleicht im Hörsaal eben der Sitznachbar ist. Ansonsten würden wir uns vielleicht auch noch wünschen, dass eben politisch Einsatz da ist, eben weil dieses Thema Regelstudienzeit, BAföG, Stipendien, Unterstützung der Eltern doch noch ein sehr großes Thema eben auch unter den Studierenden ist, die gerade vielleicht auch finanzielle Probleme und Schwierigkeiten haben. Aber da kann ich Ihnen versichern, dass wir in sehr engem Kontakt mit der Politik sind, mit unserem Ministerium, mit unserem Minister.
Also das Thema Regelstudienzeit, Fristverlängerung, BAföG-Weiterzahlung. Also da sind wir dran und da unterstützen wir Sie sehr. Es gilt das oberste Gebot, das heißt Flexibilität, und das Corona-Semester soll sich nicht zum Nachteil unserer Studierenden auswirken. Also das ist schon eine Prämisse, unter der wir derzeit agieren, und da müssen wir auch verstehen, wo Ihre Probleme im Einzelnen liegen, sodass wir die auch dann lösen können. Als Studierendenvertreter sind Sie ja auch Ansprechpartner für Studierende, die Rat oder Hilfe suchen. Was kommt zum Thema digitales Semester da alles bei Ihnen an? Also erstmal will ich auch sagen, es kommt viel Verständnis und Akzeptanz an. Wir müssen ja alle flexibel sein, das hatten Sie ja gerade auch betont. In der jetzigen Situation uns anpassen, vielleicht auch gewisse Dinge hinterfragen und vielleicht einfach auch neu denken und zu schauen, ja, wo kann man sich vielleicht auch ändern. Also dieser Ausbruch aus der Routine ist manchmal vielleicht auch ganz gut. Ich würde sagen, es kommen viele Dinge an, aber wir sollten vor allem auch die nicht vergessen, die sich nicht melden. Es gibt doch noch, unserer Meinung nach, auch noch einige Studierende, die sich vielleicht nicht trauen, sich zu melden, oder die eben gewissermaßen vergessen sind oder das Semester schon hingeschmissen haben, warum auch immer, ob es psychologische Gründe sind, ob es die Kinderbetreuung ist, die bewerkstelligt werden muss, weil auch das Studentenwerk hat uns bestätigt, dass Studierende, die Prüfungen schreiben, nicht in die Notbetreuung fallen. Und genau, also es fehlt ein bisschen Routine, zum Beispiel der tägliche BIP-Arbeitsplatz, wo man dann vielleicht auch Leute trifft, oder eben auch ein bisschen die Sozialisierung, Leute zum Umarmen, die Kaffeepausen, das kommt auch alles bei uns an. Also diese sozialen Aspekte, die gehen doch enorm unter. Und die psychologischen Aspekte, gibt es da auch Rahmenbedingungen, wo Sie sagen, da muss man was tun? Puh, das ist jetzt ist schwierig zu sagen. Also ich habe das Gefühl, dass allgemein die Gefahr besteht, dass Leute durchs Raster gerade fallen, die eben nicht so aufgefangen werden können, die vielleicht auch man jetzt nicht sieht, dass die in der Vorlesung sitzen und dass dem schlecht geht und man spricht mal an, sagen, man kann nicht dir helfen, sondern die vielleicht daheim sitzen, die durchs Raster fallen. Und ich sehe auch eine gewisse Problematik, dass es vielleicht jetzt die Studierendenschaft spaltet in Arm und Reich vielleicht, oder welche die Bildungschancen haben und welche die nicht die Chancen haben, die Infrastruktur daheim, die das gute Internet haben, das stabile Internet, und welche, die vielleicht gerade auf dem Dorf verweilen und ja niedrigere Up- und Download-Geschwindigkeiten haben. Also ich glaube, da muss man schauen, dass sich das eben nicht so trennt und die einen sehr guten und vielleicht besseren Studienverlauf haben und Studienfortschritt, und dann wirklich einige wirklich durchs System, sage ich mal, fallen. Hat denn aus Ihrer Sicht die FAU geeignete Maßnahmen ergriffen, um Studierenden in finanzieller Not zu helfen, um Studierende zu unterstützen, die zu Hause nicht die IT-Infrastruktur haben? Ich meine, wir haben ja einiges gemacht. Die Frage ist, kommt das auch bei Ihnen an, oder sehen Sie da noch Verbesserungspotenzial? Also erstmal an der Stelle ein Lob für die FAU vor FAU-Aktion von uns, der gesamten Studierendenvertretung, die wir ein sehr schnelles und unbürokratisches Mittel empfunden haben, eben zu helfen für kurze Nothilfe, aber auch eben für die Sammlung von oder für die Anschaffung von technischen Geräten. Also das ist, glaube ich, doch sehr gut. Es ist natürlich jetzt so, dass finanziell damit nur kurzfristig überbrückt werden kann, und das habe ich auch vorher schon kurz erwähnt. BAföG, im letzten Jahr wurden 900 Millionen Euro von Seiten der Bundesregierung nicht ausgegeben in dem Bereich, und die können jetzt nicht mal für die Nothilfe akquiriert werden. Das ist ein bundespolitisches Problem. Ich weiß nicht, inwiefern Sie da was tun können, aber ich glaube, dass wirklich das finanzielle, psychologische Probleme die größten sind, die Studierende gerade haben. Ich denke aber, die Studierenden haben noch ganz andere Sorgen, die die Corona-Krise mit sich bringt. Was wären Beispiele dafür? Es gibt zum Beispiel jetzt auch internationale Studierende, die jetzt eben nicht wissen, wie sie Prüfungen hier schreiben können an der FAU von dem Semester, weil sie vielleicht nicht einreisen können, weil die Visa nicht geklärt sind. Es gibt Risikopatienten auch unter Studierendenschaft, unter jungen Menschen. Ich glaube, das wird oftmals vergessen, die jetzt auch sagen, ja, sie wollen sich nicht in einem Hörsaal auch mit Abstand in die Prüfungen reinsetzen. Ich glaube, dass man gerade solche Randgruppen noch stärker in den Blick nehmen sollte. Auf der anderen Seite gibt es auch viel Positives. Wir erhalten auch aus dem persönlichen Umfeld positives Feedback, Leute, die Zeit mit den Eltern neu kennenlernen und zu schätzen wissen, weil sie wieder mehr Zeit mit der Familie verbringen, mehr Zeit für die WG haben, neue Sportarten ausprobieren können. Ich glaube, Rollschuhfahren hat nie so eine große Renaissance erlebt wie in den heutigen Tagen.
und auch viel soziales und nachbarschaftliches Engagement. Also man lernt die Nachbarn teilweise kennen, hilft einander. Und ich glaube in Summe, die Studierendenschaft oder die Studierenden sind allgemein schon sehr systemrelevant, ein sehr häufig benutzter Begriff in den heutigen Tagen. Aber ich glaube, sie springen an vielen Stellen ein, wo eben Hilfe gebraucht wird, sei es in der Klinik, die Medizinstudierenden, die eben in der Pflege mitgeholfen haben oder mithelfen, in der Erntehilfe, in der Nachbarschaftshilfe, bei Gesundheitsämtern. Auch politisch wird die Gruppe viel zu sehr unterschätzt, was sie alles fähig ist und wie flexibel sie ist, wie schnell sie auf neue Gewohnheiten reagieren kann. Ich meine, das Corona-Semester hat den Universitätsalltag jetzt im Sommersemester 2020 komplett verändert. Und die Frage ist, was glauben Sie denn, wie das Corona-Semester auch zukünftig die FAU und das Studium insgesamt verändern wird? Was bleibt vom Corona-Semester? Ich glaube, wir lernen jetzt auch nochmal alle neu zu lernen. Dafür sind natürlich auch Angebote vom CIVES zum Beispiel sehr hilfreich, die eben da Angebote machen oder auch von der Universitätsbibliothek, die da Räume schaffen, auch digitale. Ich glaube, es bringt viele Chancen mit, all das aufzubrechen, Dinge zu reflektieren, neu zu denken. Aber nichtsdestotrotz, man sollte nach dem Semester kritisch reflektieren und evaluieren, welche Systeme und Vorlesungsformate haben sich vielleicht bewährt und an welchen Stellen sollte man vielleicht doch wieder auf altbewährtes, sage ich mal, zurückgreifen. Ansonsten lerne ich oder merke ich selber auch in der Studierendenvertretung, dass gerade die jetzige Studentengeneration teilweise gar nicht mehr E-Mail-Kommunikation nutzt, sondern hauptsächlich soziale Medien. Das heißt, wenn man die irgendwie erreichen will, dann erreicht man die viel eher in den sozialen Medien als mit E-Mail-Kommunikation. Und was ich persönlich vielleicht jetzt auch nochmal gelernt oder gemerkt habe oder was wir vielleicht alle in der Gesellschaft gemerkt haben, wie schnell und handlungsfähig doch Politik, Bürokratie auch sein kann, wenn es notwendig ist. Und ich glaube, das sind so viele Aspekte, die wir einfach mitnehmen sollten. Als Universität, als Gesellschaft, als Stadtgesellschaft oder auch im globalen Kontext. Das kann ich nur bestätigen. Also wir haben viele Dinge umgesetzt, die uns sonst sehr mühsame Diskussionen gekostet hätten und es wahrscheinlich lange Zeit gedauert hätte, bis man das Digitalsemester so realisieren kann, wie wir es jetzt auf die Schnelle für unser Sommersemester hinbekommen haben. Lieber Herr Gutter, ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch und die Einsichten, auch die Erfahrungen aus Sicht eines Studierenden. Wir werden uns Ihre Anregungen zu Herzen nehmen und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit unserer Studievertretung. Alles Gute. Vielen Dank, Herr Hornecker. Und ich möchte an der Stelle vielleicht auch noch kurz betonen, wie toll einfach die FAU vielleicht im Vergleich zu anderen Universitäten gehandelt hat und wie schnell und auch wie Transparenz und im Austausch mit den Studierenden. Und da möchten wir uns auch bedanken von Seiten der Studierendenvertretung für den. Ich kann Ihnen versichern, wir tun das sehr gerne, denn was wäre eine Universität ohne unsere Studis? Ja? Tschüss, alles Gute, Herr Gutter.